Freunde, ich habe 3 neue Swiss Arabian Düfte für euch hier in dieser geilen Box. Moin erstmal, mein Name ist Dennis. Yes, Swiss Arabian. Stabiles Teil, wa? Und hier sind sie drin. Yes, aus 3 verschiedenen Lines. Hier habe ich das ganz drauf. Yes. Das schaut stabil aus. Und dann wollen wir gleich mal reingehen in die Düfte. Ich hole sie erstmal raus, weil sie sind ziemlich schwer da drin und ziemlich fest. Und ja, 3 neue Düfte und wir wollen mit den Swiss Arabian Vanilla 01 anfangen. Und das ist dieser schöne. Ich habe aus dieser Reihe hier 2, glaube ich. Mensch zu lügen, ja, 2 andere noch. Sind nicht schlecht. Und hier haben wir einen Vanilleduft. Und was beinhaltet dieser Duft? Natürlich, einmal dürft ihr raten, Vanille. Aber das ist nicht das Einzige, sondern auch Kokosnuss und Cappuccino. Das heißt, dieser Duft ist wirklich absolut süß. Absolut süß. Und ist das auch gut? Er steht bei Parfumo unter Damenduft. Also ich bin der Meinung, dass er gelistet ist, verbessere mich bitte, als Unisex, glaube ich. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber wenn nicht, wird es so nicht geändert auf Parfumo. Ja, da kann man ja dann auch gegen einen Baum reden. Das ist wahrscheinlich derselbe Effekt. Ja, Vanille 01. Also richtig schön süßer Cappuccino, den merkt ihr. Schöne Kokosnuss, merkt ihr auch. Und Vanille. Es kann, oder es ist am Anfang sehr feminin, aber dann, nach 15 Minuten ändert sich das und dann ist das wirklich ein schöner, süßer Cappuccino-Vanilleduft, der im Hintergrund minimal Kokosnuss hat. Und ja, 8,5 Stunden ungefähr hält. Das ist doch gut. 8,5 habe ich jetzt extra gesagt. Nein, 8 bis 9 oder sagen wir mal 7 bis 9 Stunden hält dieser Duft. Und was wollt ihr mehr? Es ist ihr dürft hier nicht dran riechen. Ihr müsst ihn tragen und dann werdet ihr den Unterschied sehen. Am Anfang ist klar, er ist sehr schon feminin, aber dann wird er ein bisschen für den Mann tragbar. Aber es ist auch egal, ob ich muss mal hier den Kragen hier ordentlich machen. Was ist das denn hier, du? Von der Kamera. Es ist auch egal eigentlich. Wenn ihr süße Düfte mögt, wenn ihr Vanille-Fan seid, dann ist das ein Duft für euch. Wenn ihr Cappuccino-Fan seid, dann ist das ein Duft für euch. Ich kann euch noch mal gerne die anderen Inhaltsstoffe vorlesen. Kokosnuss, hatte ich erwähnt, rosa Pfeffer und Orangenblüte. Ja, die Orangenblüte, alles. Ich mache gern Orangenblüte in Düfte. Kommt ganz gut, ist so ein bisschen im Hintergrund. Cappuccino, indischer Jasmin, Karamell. Ja, Karamell ist auch noch, das macht es so sehr süß. Tuberose, Vanille natürlich, Moschus, Sandelholz und Tonkabohne. Genau. Das ist der Duft, das klingt sehr interessant und ja, ist auch interessant. Ich muss mal sehen, bin mal gespannt, wo der sich einpendelt. Ich denke mal, der wird sich bei Parfumo, ich denke mal zwischen 7,2 und 7,8 einpendeln. Gehe ich stark von aus, ja. So, jetzt kommen wir zu einer bisschen Luxusline, etwas teure Line, glaube ich, von Swiss Arabian und das ist der Enigma auf Taif. Ja, schöner Flakon. Von dieser Reihe habe ich, oder das ist der 4., den ich jetzt habe und das ist ein sehr blumiger Duft, arabisch angehaucht, frisch, holzig, aber vor allen Dingen rosig, blumig. So, und da wollen wir dann gleich mal reingucken, was für eine Inhaltsstoffe da sind. Erstmal harzig, ja, weiß ich nicht, so Kardamom, ja, Pflaume, rosa Pfeffer und schwarzer Pfeffer. Osmanthus, Safran, ja, Safran ist auch, das ist der das heißt der Hauptpunkt nicht, aber der Hauptpunkt kommt jetzt, Rose, Veilchen, Weihrauch. Weihrauch nicht, aber dieses Rose, Veilchen. Dieses Blumige merkt man schon. Safran ist natürlich auch gut am Start und natürlich Amber, Eichenholz, Labdanum, Melasse und Vetiver. Ja, das ist der Duft. Enigma auf Taif. Ist schon schnell, ist schon nicht schlecht, meine ich, sorry. Und der hält auch seine locker 8 Stunden. Sehr gut maskulin, arabisch, trotz der Rose. Also selbst wenn man kein Rosenfan ist, sollte man mal diesen Duft probieren, weil er hat auch eine schöne, es ist ein Extrait de Parfum. Es ist ein frischer,
Ja, Amber, leicht ambiger, süßlicher Veilchen-Rosenduft, der trotzdem maskulin ist und schon ja so Luxus ausstrahlt. Das ist der Enigma of Taif und ich weiß nicht, ob ihr das Bild sehen könnt. Es wird wahrscheinlich mit dem Licht nicht so gut sein. Vielleicht werde ich das mal kurz einblenden auch. Den Flakon ist schon nicht schlecht gemacht. Spiegelt so ein bisschen die Weite wieder. Das ist irgendwie cool. Ja, der kommt auf jeden Fall nice. So, und jetzt kommen wir zu einem Duft, zu den dritten im Bunde. Und das ist der Chakaf, der kommt aus der Chakaf Oud-Reihe. Also Chakaf Oud war der erste. Und zwar ist der Amber Infusion. Ja, und der wird wohl am besten von allen dreien ankommen. Das ist ein schönes Teil. Hier haben wir Leder, hauptsächlich Leder, was hier riecht. Aber es ist natürlich ein Amber Lederduft, aber der richtig sexy, maskulin und männlich und verführerisch ist. Amber, dann haben wir Ingwer, Kardamom und Aprikose, Apfel, da waren da Maiglöckchen, hier sogar Maiglöckchen drin, Vanille, Zedernholz, Amber nochmal, Leder, Moschus, Patchouli und Weihrauch wieder. Ich finde, dass die Weihrauchdüfte nehme ich ja immer nur minimal, also nicht Kirche und gar nichts, aber der ist bis jetzt sehr gut bewertet. Ich sprühe mal, hat auch einen guten Sprüher. Von der Reihe habe ich, glaube ich, 5. Ja, und darauf wurde ich angesprochen von Bekannten. Und der weiß, dass ich Düfte trage, aber da wollte er mal wissen, was das ist. Also er ist schon sehr verführerisch, sexy, finde ich. Also der ist gut geworden. Ich weiß nicht, ob der ein großes Vorbild hat. Welcher das jetzt sein kann, weiß ich jetzt so nicht. Ich nehme ihn jetzt so Einsatz, also selbst war als Swiss Arabian, Chakaf Amber Infusion. Und schönes Teil. Überhaupt diese Reihe, ich weiß nicht, wie viel habe ich. Diese Reihe ist gut. Ich meine, Swiss Arabian haut mit den 3. Hier ist natürlich wirklich Geschmackssache, aber trotzdem ist er handwerklich gut gemacht. Schöne Vanille, wie gesagt, Kokosnuss ist schon gut. Aber die beiden, hier sage ich mal, der und der, das ist schon nett, muss man sagen. Und der wird ich glaube, der wird über 8 bleiben im Schnitt, kann ich mir gut vorstellen. Alles im Moment, was mit Amber ist anscheinend, ja. Aber das liegt natürlich an den hier. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen greife, ja. Blonde Amber, der hat dieses, Amber gab es ja schon vorher, ne? Aber Blonde Amber, dieses sinnliche, sexy, Blonde Amber hat das so ein bisschen, reingeholt. Ja, der ist blond. Amber hat jetzt hier nichts mit zu tun, ne? Aber Amber allgemein, das ist so der Godfather auf Amber mit. Nicht, dass hier gleich wieder jemand, ne, was da. Der ist schon wirklich gut. Also wer diese Reihe mag, wer all diese Düfte aus dieser Reihe mag, wird den hier auch mögen, beziehungsweise sogar vielleicht lieben. Und genauso wie ist es mit denen hier. Das ist ein sehr schönes Teil. Ach so, und der hält auch an die 8 Stunden. Er ist ein bisschen in der Sillage, ein bisschen zurückhaltender als natürlich dieser Vanilleduft und auch als der hier. Aber das sieht auch jeder anders in der Nase und da draußen eure Leute, die euch oder die nicht so viel Düfte tragen, die werden das anders sehen und vielleicht stärker riechen, ist ganz klar. So, hier sprühe ich jetzt auch noch mal. Ja, das ist mehr arabisch. Also das ist hier so der arabischste von den 3. Auf jeden Fall. Schönes Teil. Ich denke mal, da ist ein bisschen Oud mit drin aber da ist kein Oud mit drin. Das ist auch kein Leder, aber das nehme ich so ein bisschen wahr, neben den Veilchen und der Rose. Also Enigma of Taif, schönes Teil. Also Renken könnte ich die jetzt ziemlich schwer. Ja, oder was heißt ziemlich schwer? Nee, eigentlich nicht. Also das wäre der auf Platz 3. Im Moment, das ist im Moment, ne? Das ist ganz schwer. Also, ich nehme ihn auf 1, weil er wahrscheinlich besser funktionieren wird. Aber das ist luxuriöser und das ist so auch mein Fall. Ja, aber die beiden sind auf jeden Fall weit vorne. So, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die schon getestet habt. Und das würde mich mal interessieren. Also kommt rein in die Tasten, schreibt mal ein paar Kommentare, wie ihr sie findet, falls ihr sie habt oder wollt ihr sie kaufen. Und auf jeden Fall, ja, das war's denn. Dann macht Daumen nach oben, folgt meinem Kanal, folgt mir gerne, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Und wenn nicht, und ja, dann ist das eben so. Und wenn ihr keinen Bock habt zu schreiben, ist das auch eben so. Aber sonst gehen Grüße raus an meine Mitglieder und natürlich Grüße an euch alle. Schön, dass ihr immer dabei seid und einschaltet. Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.